So, herzlich willkommen Bonsai-Freunde zu einem weiteren Video von mir. Ja, was haben wir heute vor? Und zwar hatten wir das Thema Bonsai Basic Pflanzenbeschaffung, Abmoosen von Laubbäumen. Da hatten wir einmal den Ahorn, den wir eigentlich nur abgemoost haben zu einer merklichen Nebari-Verbesserung, also um ein schönes Nebari zu bilden und gleichzeitig das hochzuziehen an der Stelle, wo der Doppelstamm ist. Also quasi um aus einem normalen Ahorn einen Doppelstamm zu machen. Also Nebari-Verbesserung im Sinne von Doppelstammgewinnung. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ich nehme euch ein bisschen näher ran. Dieser Pott, der ist komplett durchgewurzelt. Und hier haben wir die normale koreanische Buche, wo ich hier so eine seitliche Abmosung gemacht habe. Einfach nur das als zusätzliche Pflanzengewinnung. Also das war jetzt ein Trieb, der wäre sowieso gefallen. Den habe ich abgemoost, mal so seitlich, also so horizontal durch den Topf, um eine weitere Pflanze zu gewinnen. Ja, auch die werde ich jetzt gleich aufmachen. Auch hier sieht man schön wegen dem durchsichtigen Pott, wie hier außen schon die Wurzeln im hochdrücken. Also ich gehe bei beiden Abmosungen von einem absoluten Erfolg aus. Das einzige Problem ist jetzt nur, wir haben jetzt Ende September. Die gehen auch schon so, okay, er hatte sowieso mal ein bisschen Probleme mit dem Laub irgendwie das Jahr über, muss man sagen. Aber hier sieht man es natürlich an der Färbung, dass er schon so ins Herbstlaub geht und der nicht mehr lange sein Laub behalten wird. Aber nichtsdestotrotz hatte ich jetzt überlegt, ob ich die Abmose den ganzen Winter drauf lasse. Bloß hier ist so viel Wasser drin, dass das dann komplett durchfriert und ich dann Eis habe und dann Volumenausdehnung. Oder ob ich das jetzt abmache. Und ich habe mich dann quasi dazu entschieden, das jetzt aufzumachen, die Abmosung. Beide hier, also einmal den Ahorn in den größeren Teichtopf hier hinten und einmal die koreanische Heimbuche hier in den kleineren Teichtopf zu setzen und die dann in der Garage über den Winter frostfrei zu überwintern, aber mit einer gewissen Kälte. Also zu warm überwintern, gerade bei Pflanzen, die diese Frosthärte quasi so ein bisschen bräuchten, wäre natürlich nicht erfolgreich. Aber um die Wurzeln ein bisschen zu schonen, so, ich sag mal, in der Garage haben wir im Winter, wenn es, ich sag mal, -5 draußen sind, sind es in der Garage so 0 bis 5 Grad in etwa. Und ich denke, das sollte eine ganz gute Temperatur sein, um die zu überwintern. Also einmal kurz die Ergebnisse besprechen. Ich werde euch jetzt ein bisschen näher ranholen. Das einmal nochmal hier auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, das durchwurzelte Pöttchen vorher zeigen. Dann eben schnell beide Abmosungen aufmachen und dann direkt auch in diese Teichtöpfe setzen, die ich zum Teil schon mit Granulat vorbereitet habe. Also es sollte ziemlich schnell gehen. Ja, und wir besprechen dann gleich mal die Ergebnisse. Also ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran und bis gleich. So. Ja, ein bisschen näher ran. Da wir die ganze Pflanze nicht brauchen, werden wir das direkt ein bisschen abkürzen. Indem ich den, sollte ich es mal vornehmen, hier hinter mal abknipse. Das kann weg. So, das sollte auch alles als One-Take gehen. Mal einmal kurz die Wurzeln zeigen, in der Hoffnung, dass man das auch sieht. Oder, ja genau, hier unten drunter seht ihr schon richtig schön die Wurzeln. Das ist das Coole bei diesen durchsichtigen Pöttchen, dass man schon so direkt den Erfolg sieht. Die hier gehen sogar noch. Da hinten die bei dem Ahorn, das ist mega. Das seht ihr gleich sowieso, da werde ich euch einmal richtig nah ranholen. Aber so viel dazu jetzt erstmal. Also einmal die Abmoosstelle aufmachen. Das Plastik kommt direkt in den Müll. Das auch. Ich hätte mir vorgestellt, das im Ganzen rausholen zu können. Ja. Hier wächst sogar schon wieder Gras dran. Ja, das Moos jetzt zum Beispiel, das lege ich einzeln zur Seite, breite das auf so einer separaten Schale hier nochmal aus und trockne das. Und das kann man ja wunderbar recyceln und wiederverwenden. Ja, und jetzt machen wir zu den Wurzeln. Hier unten ist schon quasi eine Wurzelplatte, die sich hier gebildet hat. Ja, ich will den auch hochkant einpflanzen, das ist so das Ziel. Deshalb, wenn das jetzt, mal gucken, wie das vom Nebari später wird, aber das ist erstmal gar nicht das Ziel. Erstmal ist das Ziel, eine vernünftige zweite Pflanze zu generieren. Und wenn der dann einigermaßen gekommen ist, dann kann man den immer noch mal schön abmoosen, um an dem dann ein schönes Nebari zu machen. Aber die klassische koreanische Heimbuche, gerade wenn die so als alte Solitär geführt werden. Und was ist das? Komisches Wasser. Keine Ahnung. So, ich beschleunige das mal ein bisschen.
Ich werde jetzt auch nicht so viel skippen, weil wenn ich jetzt so viel Zeit drauf mache, dann muss ich wieder eine Musik aussuchen, die ja irgendwie nicht so vielen Leuten von euch da draußen gefällt. Also mit anderen Worten, wenn einer irgendwie kreative Musikvorschläge hat für Timelapses, so Musikrichtungen, dann bitte einfach immer in die Kommentare. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. So, was macht das Wurzelwerk hier? Ja, ist auch pitschepatsche nass, weil draußen ist es ohne Ende am Regnen. Im Moment. Schöner ist das, wenn das ein bisschen trockener ist, auseinanderzunehmen. Ja, aber hier sieht man schon den super Wurzelansatz, das ist echt super geworden. So. Ein bisschen was kann ruhig dranbleiben von dem Swafgum. Zur Not. Der kommt jetzt erstmal mindestens ein Jahr in den Teichpott, können wir den wieder rausholen und dann geht es erstmal so richtig ums Nebari. Wie gesagt, wichtig ist, dass die Pflanze einigermaßen Wurzeln hat. Das hat sie, würde ich jetzt mal so äußern. So. Ja. Auch richtig schöne Wurzeln, so strahlförmig einmal ringsherum. Ich sag mal, das sieht schon super aus. Also einmal ein bisschen vorzeigen. Also wir sehen hier wirklich ringsherum, hier oben auch immer schön den Wurzelansatz. So, hier unten ist der Stiel, den schneide ich jetzt nicht ab, weil wir eine ziemlich lange Oberpflanze haben, auch wenn ich die jetzt noch mal ein bisschen einkürzen werde. Und zwar einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Es ist ja doch schon ein ganz schönes Hebelverhältnis und damit das einigermaßen passt, in dem Teichpöttchen, was ich hier vorbereitet habe, setze ich den einfach mit dem Stiel ein, drücke die Wurzeln, die zum Seiten gehen, ein bisschen schön um. Genau, das können wir einfach so machen, zack, zack, zack. Der steht schon von alleine, ja. So, wo war das? Hier war das. Jetzt ist meine gelbe Schaufel weg, aber das sollte der ganzen Sache keinen Abbruch verleihen. Und einfach voll machen. So. Sag mal, einigermaßen gut andrücken, aber das Granulat, also unsere modernen Granulate in Körnchenform, die lassen sich ja sowieso nicht so gut andrücken, wie ich sage jetzt mal, wenn ihr normal umtopft und Pflanzen in Humus stellt, also ganz normale Erde stellt. Aber so schon ganz gut. Und weil der richtig aus diesem feuchten Swafgum kommt quasi, werde ich jetzt mal kurz für euch einen Cut machen, rausgehen. Einmal eben angießen, dass das schön sich mit Wasser setzt und dann nachher noch mal eben so ein bisschen anfüllen. Aber das wird schon reichen. Ich denke mal, das soll das erstmal gewesen sein. 360 Grad Sicht gibt es dann auf jeden Fall nachher auch, aber ja, so einfach geht das.
Da waren ja noch 2 Triebe an dem, obwohl ich wohl mein, ja, wohl ein Trieb. Und zwar der lange hier, der wird auch einmal abgemoost, nächstes Frühjahr aber nochmal, weil das ging verhältnismäßig schnell. Wir hatten schon eine super Wurzelentwicklung 4 bis 6 Wochen circa, nachdem ich die Abmosung überhaupt angefangen habe. Also werde ich nächstes Jahr im zeitigen Frühjahr bei dem hier anfangen, Anfang direkt im zeitigen Frühjahr, also so März, Mitte April abzumosen, dass ich im Mai die Pflanze abmachen kann, und der soll im Ganzen auch noch mal einen großen Teichtopf, in der Hoffnung, dass die Pflanzen sich dabei noch wesentlich besser entwickeln. Weil so eine koreanische Heimbuche, das muss ja immer so eine dicke Knorke sein, wenn die so als Solitär kennt, die relativ klein ist und gerade wegen den kleinen Blättern dann so anmutend wirkt. Ja, ich hoffe, das sollten wir hinkriegen. So, ich gieße mal eben an und für euch geht's gleich mit dem Ahorn weiter. So, weiter geht's jetzt mit dem Hauptakteur. Ich schneide euch mal eben kurz ein paar Nahaufnahmen rein, die so einigermaßen hoffentlich rüberkommen, dass ihr die Wurzeln so ein bisschen genauer seht. Die seht ihr jetzt. Ja, wie ihr gesehen habt, auch vielleicht noch mal so ein bisschen näher betrachtet, weil ich fand vorhin die Schärfe nicht so gut bei der Nahaufnahme. Das ist schon Wahnsinn. Die Sache ist, was man hier vielleicht im Detail so sieht, hier unten, ich gucke mal, ob ich das irgendwie scharf kriege und für euch, hier unten, also hier ist ja der Schlitz, wo der Pott auf ist, an der Stelle, kommt schon scharf. So, und da wachsen die schon unten ins Erdreich. Jetzt habe ich mir überlegt, wie trenne ich denn die Oberpflanze jetzt von der Wurzel? Ich hätte erst überlegt, die Abmoosstelle aufzumachen, die Wurzeln hochzuhalten und dann mit einer Schere zu cutten. Ich hätte mir auch schon eine etwas größere Astschere besorgt. Aber ich glaube, das wird alles nicht so gut. Oder ich überlege gerade, ob ich so unter den Pott komme mit dem Ding. Ja, ihr seid einfach live dabei, wenn ich hier... Nee, das wird so nichts. Das gefällt mir nicht. Ja, also Nigadena Gartenschere weg. Aber ich habe auf dem Sperrmüll letztens so eine tolle Säge gefunden und die können wir vielleicht direkt mal ausprobieren. Also ich habe jetzt vor, hier unter dem Pott herzusägen, weil, ich muss mal gucken, dass ihr es auch schon noch habt. Hier, wo der zweite Ast weggeht, das ist ungefähr auf der Höhe hier oben, ist ja unsere eigentliche Abmosung. Das heißt, die paar Wurzeln, die hier unten irgendwie entstanden sind, die interessieren mich hoffentlich sowieso nicht. Und ich werde jetzt mal versuchen, mit der Säge einfach unten runter herzusägen, so dass wir den komplett von dem Wurzelfuß abtrennen. Ja, das machen wir auch einfach mal. Oder auch nicht. Puh. Ha, das hat auch gut geklappt.
Jetzt mal gucken, dass er scharf hat. Ihr seht direkt den schönen Schnitt. Interessant. Ja gut, ein paar, die unten rausgehen. Jetzt wollen wir das aufmachen. Und dann ist meine Idee jetzt gleich, hier unten den Rest mit der Knospenzange abzuknabbern. Und hier überlege ich, ob ich das jetzt noch so stehen lasse. Weil entweder kommt hier nächstes Frühjahr was anderes rein oder ich versuche hier raus noch so ein Wurzelsteckling in Anführungsstrichen zu machen, dass er da irgendwie neu austreibt. Ja, ich mache mal eben die Arme ein bisschen in Ordnung und dann geht's weiter. So, ein bisschen aufgeräumter. Ja, wollen wir das mal aufmachen, ne? Irgendwie bin ich schon ein bisschen nervös, aber das wird wohl. Wenn man genug Krabbendosen hat, kann man die auch schön zerstören quasi bei der Aufmachung der Abmausung. Ich muss die ja nicht wieder verwenden. So, und jetzt ist die wichtigste Frage, wo der Wurzelansatz denn entstanden ist. Auch einigermaßen vorsichtig. Das ist eigentlich schon fast zu spät, den hätte ich schon eher aufmachen sollen, weil wir unten schon diese Kringelwurzeln haben. Aber ich hoffe, ich kriege die noch einigermaßen verlustfrei auseinander. Na doch, das fühlt sich ganz gut an. Ja genau, erstmal mal für euch, damit ihr es überhaupt seht. Richtige, ja, das sind richtige Wurzelpacks. So. Wie gesagt, läuft dabei. Das fühlt sich aber schon mal gut an, weil ich hier unten noch ein ganzes Stück Stamm habe, das heißt die ganzen Wurzeln kommen definitiv weiter von oben. Obwohl ich mich an dem hier nicht so traue zu ziehen wie an der koreanischen Hainbuche gerade. Ja, hier sieht man ein paar Wurzelbündel, die gerade der Absägaktion zum Opfer gefallen sind. Aber wie gesagt, mir fiel so richtig so auf die Schnelle nichts ein, wie ich das hätte schöner von den Wurzeln jetzt so befreien können. Ja doch, das wird auf jeden Fall ein saugeiles Nebari. Ich hoffe, der wird uns demnächst richtig Spaß machen. Mein erster selbstgezüchteter Doppelstamm. Das ist doch schon sehr mühselig. Ihn von den Wurzeln zu befreien. Und dann bleiben wir jetzt live drauf. Oder? Ich glaube, jetzt gibt es doch noch einen kleinen Skip. Ein bisschen Musik muss ja in jedem meiner Videos für euch folgen.
Also mal kurz ein bisschen Zeitraffer und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. So, Zeitraffer vorbei, aber ich möchte mal einmal eben was zeigen, in der Hoffnung, dass man das einigermaßen gut sieht. Ja, ich muss mal gerade im Licht gucken. Seht ihr hier die Kante? Diese Kante, das war quasi die sogenannte untere Kante zum Stamm, wo der erste Schnitt ist. Hier sehen wir den Rinnenschnitt und dann sehen wir genau, wie sich hier in der Kehle richtig schön die Wurzeln gebildet haben. Ja. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Aber das ist das Beispiel und wir sehen auch keine einzige Wurzel, die sich da unten drunter gebildet hat. Also genau so, wie es sein soll. Ja, und um das mal auf dem Weipen einmal zu zeigen, schön 360 Grad, richtig überall sind Wurzelansätze. Das sind auch keine Wurzeln, die so täuschen, als ob sie von da kommen, sondern wir haben ja echt von jeder Seite richtig schöne Wurzelansätze. Jetzt war ich erst mal überlegen, den abzuschneiden, einmal hier abzucutten, aber auch den werde ich dran lassen, wie bei dem anderen. Dann kann ich den schön so als Führung so in den Boden stecken, dass sich der Rest dann so hochdrückt. Sonst hat man das Problem, wenn man jetzt die Pflanze ansetzen will, dass ich das so auf den Boden setze und die sich jedes Mal immer so rausdrückt wieder aus dem Substrat. Aber das werden wir jetzt gleich mal eben sehen. Ich werde mal eben den vorbereiteten Pot ranholen und dann topfen wir den mal eben ein. Oder? Ja, hier ein etwas größerer Teichtopf, extra dafür besorgt. Und da soll der jetzt nach meinen Vorstellungen so rein. Das ist schön auch die Wurzeln kreisförmig hochdrücken. Ich gucke gerade, ob das so tief ist, aber ich wollte den extra ein bisschen tiefer hier in den Topf haben, damit die Wurzeln auch ja, gut besetzt sind. Oh, ist das geil. Ja, genau so. Schön sternförmig anordnen. Das könnte echt einer meiner besten Nebaris werden. Ich hatte hier, habe ich so eine kleine Teichfolie. Hatte erst gedacht, den auf eine Teichfolie zu setzen, aber das wird total kompliziert. Deshalb machen wir es doch lieber genauso, wie es jetzt passiert ist. Obwohl ein bisschen höher soll er schon, sonst sind die Äste so weg. Eine Schippe von meiner Ahornerde. Oder 2 Schippchen. Oder 3 Schippchen. Alle guten Dinge sind 3. So, 3 Schippchen. Die Wurzeln einmal kurz ein bisschen schön zur Seite. So ungefähr soll er später auch stehen. Also wichtig ist auch, dass der eine Hauptast noch gerade hoch steht, so wie er quasi mal wachsen soll. Ja, und der kommt jetzt erstmal ein Jahr hier rein. Dann können wir ihn immer noch rausholen und dann können wir noch mal so ein bisschen designen, wie die Wurzeln so genau fallen sollen. Jetzt sind sie noch viel zu klein, viel zu fein, viel zu jung. Aber da können wir auf jeden Fall noch mal, ich sag mal, Einfluss drauf nehmen. Aber erstmal soll er sich so ein bisschen entwickeln. Oder so weiterentwickeln, um das mal so zu sagen, weil das ist ja echt schon super, das Ergebnis. Jetzt füllen wir das eben ein bisschen mit Granulat an. Wo ist mein China-Stäbchen? Da ist mein China-Stäbchen. Auch das ist jetzt wichtig, mal ein bisschen verdichten, weil wir jetzt wirklich das ganze Fachgummi da rausgenommen haben. Also würde ich
ich auch mal was. Und auch die Menge der Wurzeln jetzt im Vergleich zu der koreanischen Heimbuche schon, ich sage jetzt mal, so eine gewisse Verdichtung zulassen. Vielleicht nehmen wir auch nächstes Frühjahr raus, ich weiß noch nicht, wenigstens mal einmal rausnehmen und nochmal kontrollieren, wie es ihm so geht. Aber wir sind jetzt im Herbstlaub, deshalb werde ich jetzt auch das Laub nicht reduzieren, weil er sowieso nicht mehr viel Photosynthese da oben macht und die Blätter bald ganz abschmeißen wird. Und das ist ja quasi so wie eine reduzierte Blattmasse zu der Wurzelmasse. Normalerweise wird man jetzt oben ein bisschen grün abnehmen, aber ich denke, das kann ich mir aufgrund der Tatsache hier schon so ein bisschen schenken. Ja, das ist super. Das ist super. Lieber eine Handbreit mehr Wasser unterm Kiel als zu wenig. Wie sagen die Seefahrer immer. Obwohl ich den jetzt auch erst einmal eben angießen werde und dann nochmal nach Bedarf ein bisschen anfüllen werde. Ja, ich würde sagen, ich gieße den mal eben an, dass es ein bisschen absacken kann. Dann nach Bedarf nochmal eben ein bisschen Granulat dabei. Hier unten sehe ich ein so ein Plättchen, was wirklich. Und dann sehen wir uns gleich nochmal eben im Outro. Bis gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende oder endlich mal wieder am Ende. Ja, wie ihr gesehen habt, die beiden sind jetzt im Teichtopf. Da werden sie jetzt auch mindestens ein Jahr drin bleiben oder sogar ein bisschen länger als ein Jahr, wenn man das mal so rechnet. Wie gesagt, wir haben September 2020. Und ich werde die irgendwann, denke ich mal, wenn nichts passiert, was ihm dagegen sprechen sollte, irgendwo so im März 2022 aus diesen beiden Schalen holen. A, um die Wurzeln zu korrigieren und B, um zum Beispiel bei dem und dem den durchstehenden Stamm noch abzuschneiden. Ja, was ist das, was wir daraus lernen? Eigentlich schon ein bisschen früh, um das von der Mutterpflanze zu lösen. Hätte ich jetzt im März, April mit der Abmosung angefangen, dann hätten wir wahrscheinlich die Pflanze von der Mutterpflanze lösen können. Irgendwann, ich sage jetzt mal einfach 4 bis 8 Wochen irgendwo, ist so die Quintessenz aus diesen beiden. So hat es gedauert, bis die eine gute Bewurzelung hatten. Also sprich Juni, Juli hätten wir die ablösen können und dann noch bis Ende Oktober in so einen Topf zum Beispiel setzen können. Was uns ermöglicht hätte, auf jeden Fall im darauffolgenden Jahr nochmal reinzugucken und das zu korrigieren, dass die dann in Ruhe direkt vernünftig wachsen können. Das ist halt der Sache geschuldet, wenn man so spät mit den Abmosungen anfängt wie ich jetzt. Aber daran werden wir vielleicht sehen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, auch was jetzt die Überwinterung von den beiden angeht. Und im nächsten Jahr werden wir einfach mal direkt ein bisschen früher mit den ganzen Abmosungen noch anfangen. Allein was diese ganzen Clumpstyle-Sachen zu den Projekten angeht. Ja, und dann können wir das immer so vergleichen. Also da seht ihr jetzt quasi mal, dass es eigentlich nie zu spät ist. Wichtig ist jetzt bloß, dass ich die nicht dem heftigsten Frost aussetze, so im Winter, was sie wahrscheinlich trotzdem auch vertragen werden. Aber das Granulat noch nicht so durchgewurzelt ist, ist das immer so eine komische Sache. Also ich werde sie wahrscheinlich beide in der Garage überwintern. Ja, ich werde euch jetzt gleich mal kurz die 360-Grad-Sicht liefern und bedanke mich erstmal, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und überhaupt eingeschaltet habt. Wenn ihr das Video, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Channel und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt My Trees and Support. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao.